Ja, mit diesem ersten recht unspektakulären Kameraschwenk heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar befinden wir uns hier heute in Kriegsfeld am sogenannten North Point. Der Frank ist auch dabei, den habt ihr ja schon mal in meinem Dexheim-Video gesehen mit der Kaserne. Dexter, ist jetzt Schluss, ey. Und so, der Hund ist noch sehr aufgedreht. Beide Hunde sind sehr aufgedreht. Und wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Ruhe ins Rudel bringen. Der Frank war nämlich hier schon vor 2 Wochen, hat das Ganze schon mal gescoutet. Wir haben auch festgestellt, auch zu meiner Verwunderung, hier gibt es gar keinen Zaun. Du kannst ja einfach drauf gehen auf das Gelände. Das ist schon ein bisschen verrückt irgendwie, aber es ist halt so. Der erste kleine Eindruck, den wir hier neben dem Asphalt haben, wäre dieser Hydrant. So, ich gehe da mal ein ganz kleines Stückchen näher ran, dass wir es einmal eben begutachten können. So sieht das hier aus. Wir werden hier allerdings noch sehr viel mehr zu sehen bekommen. Die Amerikaner haben nämlich hier einen SAS-Bereich gehabt mit auch einer Housing Area, wo da entsprechend die Soldaten untergebracht waren. Dieser SAS-Bereich, der umfasst 10 Bunker. Da gucken wir mal, diese Moonlagerhäuser, wie die sich darstellen, wie das so aussieht hier. Und das Ganze war hier gedacht als Verteilstelle. Das heißt, von hier aus wurde dann diese Munition an entsprechende Orte verbracht. Ich sage da gleich noch mal ein bisschen mehr zu. Bin nämlich jetzt gerade hier schon etwas überrumpelt von den ersten Eindrücken. Passt auf, ich zeige euch das. So, da haben wir hier zur Linken nämlich schon irgendein Munitionslagerhaus. Da gehen wir mal eben kurz ein bisschen näher ran. Den Hund lasse ich mal eben da liegen. Du bleibst. Und dann schauen wir mal eben kurz, wie sich das Ganze hier darstellt. Guck mal hier, schön erhaltener Tarnanstrich. Dann haben wir so eine richtige runde Bauweise. Mal eben gucken, wie das von innen aussieht, das Teil. Aha. Guck mal hier, das ist ja auch was. Hier ist doch ein Einbau irgendwie mit drin. Das Ganze nennt sich Holding Area. Holding Area, ist das denn ein Haltebereich? Holding Area? Na, ich glaube, das ist irgendwie anders gemeint, denke ich. So, hier haben wir so einen Eingang. Hier ist der Receiving Point. Interessante Sache. Das scheint auch hier irgendwie noch genutzt zu werden. Ach, guck mal hier, das ist richtig komplett eingebaut. Da will ich doch mal eben schauen. Das sind ja dann scheinbar... Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja total geil. Garni Frankfurt Main steht da dran. Richtig dicke Türzagen, so heißt das, genau. Und dann haben wir hier innen drin in irgendeiner Weise Lagerräume. Hier war mal was auch angebracht, eine Schrift, No Smoking, ja, das wird wahrscheinlich, genau, hier haben wir Lagerräume, das ist hier A, B, C, D, wahrscheinlich kann man hier auch die Lagerplätze dann dran ablesen, wo dann was stand. Da gab es dann eine Karte und dieses hier, das war vielleicht eine Alarmanlage, das mag gut sein. So, das andere Ding sieht hier genauso aus. Das ist auch, man sieht, ich nehme an, die ganze Geschichte hier, die wurde irgendwie Anfang Mitte der 60er Jahre gebaut. Das sieht man dann auch am Baustil. Ne? Das ist halt alles schon wirklich alt. Das ist sehr interessant. Ich habe das so auch noch nie gesehen. Hier sind auch überall, seht ihr, das ist übergesprüht worden. Warum auch immer, da sind überall Lagerplätze angegeben. Klasse, ganz tolle Eindrücke hier. Also so gesehen die Lagerschuppen in einem Munitionslagerhaus. Ich gucke nochmal, wie die Bauweise hier heißt. Das ist aber irgendwas mit Oval so und so. Ja, total klasse. Toller erster Eindruck. Und ja, dann verlassen wir hier den Bereich wieder und wir sehen mal zu, was wir da auf dem Gelände sonst noch zutage befördern werden. Es wird mit Sicherheit spannend. So, aus dem Bereich kommen wir. Da hinten ist dieses Moonlagerhaus. Und hier haben wir dann schon eine weitere Struktur. Ein sehr großes Gebäude. Und der Frank sagte, er hätte da was gelesen, dass das hier wahrscheinlich auch wohl für
Veranstaltungen gedient haben könnte. Ja, wir haben hier eine Treppe, da gehen wir gleich mal eben gucken. Aber ihr seht auch schon hier, sehr hoher Giebel. Und ja, ich lasse den mal eben vorgehen. Dann schauen wir noch mal eben kurz hier so Handläufe angebracht. Dann haben wir hier die Gebäudenummer 1118. Und man sieht das Ganze hier ja, wie folgt aus. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das hier ein Gebäude war, in dem auch wohl Veranstaltungen durchgeführt wurden, da ich hier auch jetzt ja nichts weiter erkennen kann. Es ist recht groß, ne? Wobei hier unten, hier sind noch wieder Stromanschlüsse auf dem Boden. Ja, die Decke kommt runter, wie das ja immer so ist bei diesen nicht mehr gewarteten Liegenschaften. Ja, stimmt. Hier sind überall irgendwie noch Kabelbuchsen auf dem Boden. Also vielleicht stand da doch noch irgendwelche Arbeitsplätze auch. Ja, man weiß es nicht. Wir gehen da einmal kurz ein bisschen hier schauen. Hier ist sonst alles recht schmucklos. Also ich habe bis jetzt noch keinen Namen oder irgendwie eine Bezeichnung hier gelesen. Hier haben wir einen zweiten Eingang. Ja, und dann kann man hier quasi einmal so durchgehen. Ja, ich schalte jetzt kein Licht dazu ein, weil ich habe den Hund in der anderen Hand. Ich will nicht, dass der hier durch den ganzen Sapsch läuft, der hier rumliegt. Das sieht auch nicht so einladend aus. Ja, so, also da sind noch irgendwelche Spots, die aus der Decke rauskommen. Ach, alles so Akustikpaneele auch oben an der Decke. Stimmt, das ist alles Akustikdecken. Ja, gut. Wir sehen zu, dass wir aus dieser Bruchbude rauskommen und dann gehen wir mal weiter auf das Gelände, wo sich das SAS entsprechend befand. Bis gleich. So, eben zur Orientierung. Hier links runter, beziehungsweise geradeaus runter den Weg, da kommt dieses Gebäude, wo wir gerade waren. Hier vor uns, da seht ihr schon die Housing Area. Das hier müsste eigentlich die Hauptzufahrt sein zu dem SAS-Gelände. Das sagte mir der Frank auch schon. Das geht dann einfach hier geradeaus durch und dann kommen dann die entsprechenden Moonlagerhäuser. Das schauen wir uns jetzt an. Und vorher habe ich hier noch eine Kleinststruktur entdeckt. Hier haben wir so Bodenöffnungen. Da ist ziemlich verwachsen, da kann ich nichts sagen. Aber hier ist auch so ein Teil. Hier stand also wahrscheinlich auch mal irgendwie oder standen mal irgendwelche Pöller, ne, um das einfach auch nochmal zu schützen. Ich denke, dass das so mobile Dinger waren, die man halt reinstecken konnte und auch wieder nehmen konnte, wenn man da eben durchfahren musste. So, jetzt gehen wir hier weiter hoch und sind mal gespannt, wann das erste Moonlagerhaus kommt. Die erste weitere Kleinigkeit, die sich hier uns offenbart, sind abermals solche Metallösen hier. Ösen sind es ja nicht, Metallführungen. Die haben wir hier in der Mitte des Weges auch nochmal angebracht. Also schon 2 dieser mobilen Sperreinrichtungen, wenn es das denn sowas war. Aber gut, ich kann mir eigentlich kaum was anderes vorstellen, was das sonst hätte gewesen sein können. Ja, hier geht jetzt so ein bisschen hoch im Gelände, aber da möchte ich jetzt nichts draus schließen. So, ich glaube, das war es dann auch mit diesen Bodenhülsen. Da waren jetzt 2 Stück. Und hier wird das irgendwie, ja, hier liegt jetzt Schotter. Hier drunter liegt aber auch noch irgendwie Asphaltstruktur. Oder ob man das mal entsiegelt hat oder ob man es nur beschottert hat. Keine Ahnung. So sieht das hier eben aus. Gut, also bevor ich euch damit weiter langweile, gehen wir mal weiter da hoch. Tja, und noch mal ein bisschen Kleinstruktur direkt hier im Wald am Wegesrand. Ja, fragt mich nicht, was das gewesen ist. Ich halte es euch auf jeden Fall mal eben kurz fest. So sieht das hier aus. Und dann ragt hier so ein Teil raus. Ob das auch mal irgendwie, oder ich weiß es wirklich nicht, ein Lichtmast war oder irgendwas. Naja, haben wir auf jeden Fall festgehalten. Und jetzt gehen wir hier vorne weiter hoch.
Ja, also bevor wir jetzt weitergehen zu dem eigentlichen SAS-Bereich, ich mache mal eben ganz kurz eine Erklärung aus dem Off, weil sonst, glaube ich, kommen wir hier so ein bisschen durcheinander in diesem Gebiet. Also dieses erste Earth-Covered Magazine, das Munitionslagerhaus, was wir da gesehen haben, das liegt also noch außerhalb des eigentlichen SAS. Danach haben wir ja diesen größeren Raum dort gesehen, ob das jetzt irgendwie was mit einem Gesellschaftsraum zu tun hatte oder ob da vielleicht auch sogar eine Sportanlage oder sowas drin war. Ich vermag es euch einfach nicht zu sagen, eben aufgrund dieser merkwürdigen Stromanschlüsse, die dann noch eben aus dem Boden rauskamen. Spielt keine Rolle. Diese beiden Teile liegen auf jeden Fall außerhalb des eigentlichen SAS. Ich markiere euch das hier nochmal eben in der Karte. Unterhalb, da liegt die Housing Area, also das eigentliche North Point, da wo die Soldaten untergebracht waren, in späterer Nutzung dann auch durch die Bundeswehr. Der obere Bereich, den ihr da seht mit dieser Schleife, das ist eben dieses SAS, diese Support Site. Und da sind wir jetzt gerade auf diesem Weg, den ich euch da jetzt markiere, hoch. Wir kommen dann in einen Bereich, wo gar nichts mehr steht. Das waren jetzt die letzten Eindrücke, die ich euch gezeigt habe, mit dieser, ja, ne, mutmaßliche Lampe oder whatever es auch sein mag. Diesen Bereich, den vergrößere ich euch jetzt mal eben kurz und zeige euch, wo wir uns da befinden. So, das Ganze mal eben kurz ein bisschen rangezoomt. Wir sehen hier vorne rechts im Bereich bereits zwei Gebäude, zu denen ich euch nicht sagen kann, was das ist. Links vom Wegrand, da müsste sich die Wache befinden und wir sehen da auch so einen markanten Schatten, der auf das Gebäude drauf geht. Das ist meines Dafürhaltens der Wachturm, den dann da hatte. Wir haben auf dem Gebäude selber noch verschiedene andere Wachtürme, die waren dann eben aus Metall. Da ist auch keiner mehr von da. So, dieser Wachturm steht jetzt hier mittig des Gebäudes, also weder links noch rechts, wie man das sonst gerne hat, sondern eben in der Mitte. Da ist nichts mehr. Rechts von dem Wegrand, da ist diese Fläche, wo ich diese Reststruktur noch gesehen habe. Und jetzt schalten wir wieder rüber ins Außenstudio. So, jetzt sind wir hier an der anderen Seite des sogenannten Hills. Hill, Englisch für Hügel. So haben das die Angestellten hier auch wohl genannt, sagte mir der Frank. Und das macht auch Sinn, weil die Housing Area liegt eben hinter diesem Hügel. Das habt ihr ja gerade gesehen, wo ich euch diese Einsteckhülsen da gezeigt habe. Dann kommt eben ein Hügelplateau und dann geht das hier wieder runter. Und deshalb nannte sich dieser Bereich hier wohl einfach umgangssprachlich Hill. So, und genau vor Kopf haben wir dann auch schon das erste Munitionslagerhaus. Und da habe ich auch noch eben eine Korrektur anzubringen. Ich hatte ja vorhin was von Mitte, Anfang der 60er Jahre gesagt. Das wurde hier schon in den 50er Jahren erbaut, das ganze Ding. Und entsprechend alt sieht das auch aus. Also diese, ich sage jetzt mal Panzertür, die gab es dann auch in späteren Baujahren einfach nicht mehr. So wie die sich jetzt darstellt, habe ich die auch noch gar nicht gesehen. Ich kenne dieses Modell nicht und die werden hier auch keinen dieser Z-Cages vorgehabt haben, die man dann ja in späteren Ausbaustufen noch gehabt hat. Auf jeden Fall sehe ich das nicht, dass so etwas mal hier angebracht gewesen wäre. Also wenn, dann sowieso nachgerüstet. Ja, andererseits, pass mal auf, wenn ich jetzt hier doch noch mal eben ein bisschen genauer gucke. Wir haben hier vorne auf jeden Fall schon noch einen Bereich, wo auch irgendwie mal was arretiert werden konnte. Schwierig. Ich weiß auch nicht, ob man da noch irgendwie entsprechende Aufnahmen bekommt. Was natürlich, das habe ich von Weitem auch schon gesehen, wir haben hier oben ziemlich dicke Stehbolzen, die da oben rauskommen. Das würde also doch darauf hindeuten, dass wir hier so einen Käfig, also sprich eine zweite Sicherung, vorangebracht haben. Aber das sind die Sachen, wenn du da näher rangehst, dann siehst du das erst. Also von daher möchte ich doch meinen, dass wir hier dass das Teil hier wahrscheinlich nachgerüstet wurde. Und ja, nach der Aufgabe des Geländes wurde es halt zurückgebaut. Sonst kann ich mir diese Dinger da nicht erklären. Gut, ja, wer da noch mehr weiß, oder wie gesagt, vielleicht findet man auch noch ein Foto,
der darf sich da gerne zu äußern. Dieses Gelände steht ja auch nicht erst seit gestern leer. Hier waren ja schon, was weiß ich, wie viele Generationen von Leuten drauf und haben da irgendwas gefilmt und gemacht. Gut, wir verlegen jetzt zunächst einmal in den Bereich da nach rechts unten, um dann später in den linken Bereich zu verlegen. Und am Ende gehen wir dann nochmal in die Housing Area. So, und jetzt schauen wir erstmal, was da hinten noch für Eindrücke auf uns warten. Bis gleich. Ja, aus der Richtung da vorne kommen wir. Das heißt links, da hinten ist das erste Moonlagerhaus, was wir uns angeschaut haben. Hier sind wir an dem zweiten. Ich habe jetzt die Nummer bei dem ersten nicht gelesen und diese hier kann ich auch nicht mehr wirklich lesen. Hier oben sind ebenfalls wieder diese Bolzen angebracht. Allerdings, ja, wie gesagt, mit diesen Z-Cages, das müssen wir noch mal schauen, ob uns da irgendwas zu einfällt. Und hier haben wir, das ist schon mal total interessant auch, hier haben wir diese Sicherungsanlage, die hier eingebaut haben mit dem Estrad. Also sprich, das ist hier die Estrad-Gardine, nenne ich das jetzt mal. Das ganze Ding hat wahrscheinlich auch noch irgendeine genaue Bezeichnung gehabt. Aber das ist natürlich hochinteressant. Ne? Das war dann da oben. Warte, ich filme euch das mal eben ein bisschen besser. Das war dann da oben, ihr seht das, ne? Angebracht. Und dann konnte man, ich nehme mal an, das Ganze hier, diese Stufe, die da liegt, die da unten liegt, dass das eben komplett dann absenkbar war. Ne? Und nicht die Dinger einzeln, sondern eben mit dieser Stufe zusammen. Sonst hätte sich das natürlich auch alle 2 Tage total verheddert. Ich weiß aber auch nicht, wie oft die Dinger überhaupt runtergelassen worden sind oder ob das eigentlich nur eine Notfalleinrichtung war und dass man die dann quasi einmal hätte runtergelassen. Aber andererseits kann ich mir auch vorstellen, das musste bestimmt alles immer auch gewartet werden und so weiter. Also vermutlich doch dann auch zum mehrfachen oder zum dauerhaften Betrieb schon irgendwie geeignet. Ja, hochinteressante Geschichte. Da kommt natürlich keiner mehr durch. Da ist Ende Gelände. Ne? So. Und damit gehen wir weiter in diese Richtung. Ups, und schauen uns das nächste an. So, ich lese jetzt noch mal eben kurz, ich zitiere noch mal eben kurz was. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Seite das kommt. Ich schreibe euch das dann da unten rein. Das hat mir der Frank vorhin auch noch geschickt, weil er hier ein bisschen Vorrecherche betrieben hat. Für mich sind das hier auch wieder 400 Kilometer Fahrt. Das war eine sehr spontane Sache. Deswegen habe ich mich persönlich jetzt hier nicht so eingelesen. Ich zitiere aber mal eben kurz. Und hier steht es: Die Straße führte zu einem von 10 dieser eher unauffälligen Bunker. Deren Inhalt führte dazu, dass North Point Anfang der 60er Jahre auf Platz 3 der Targetliste des Warschauer Paktes stand. Es wurden taktische Atomwaffen gelagert und gewartet. Der Transport zu den Abschussstützpunkten in der Umgebung, zum Beispiel Sembach, erfolgte mit LKWs oder Helikoptern. So, das wollte ich noch mal eben zum Besten gegeben haben. Das war jetzt gerade das 3. dieser Moonlagerhäuser und hier kommt dann das 4. Wir werden natürlich uns alle 10 anschauen und mal eben gucken, ob da noch irgendwo irgendwelche Auffälligkeiten sind. Aber ich denke, das war schon gerade sehr beeindruckend, auch mit diesem NATO-Draht, mit dieser Fallsperre. Coole Geschichte. So, der Frank leuchtet da noch mal rein, der guckt sich da ein bisschen um und ja. Ich nehme euch dann gleich wieder dazu, falls da noch irgendwas Wichtiges wäre. Das ist auf jeden Fall hier dann Moonlagerhaus Nummer 4 aus unserer Sicht. Ja, dann bleiben wir noch mal eben kurz an der 4. Da sagte mir der Frank nämlich, die Fallsperre wäre hier nicht mehr da. Und siehe da, da ist auch nichts mehr. Nur noch im rechten Bereich sind noch diese Elemente vorhanden. Und da sieht man auch diesen Bodensockel. Und hier ist gar nichts mehr. Es ist auch kein Bodensockel mehr, nichts. Und hier haben wir wieder diese ovale Bauweise, das Oval Arch, so müsste das Teil heißen. So, ich mache euch noch mal eben etwas mehr Licht, aber ich glaube, mehr geht jetzt auch nicht. Also sieht es letzten Endes da drin aus. Ich meine, Moonlagerhäuser kennen wir ja, die sind ja immer recht schmucklos. Da ist da nicht viel drin, außer viel Schall. So. Und hier, ja gut, da seht ihr noch diese Befestigungspunkte. Ah ja, okay, die Seite. So sieht das hier aus. Gut, dann gehen wir mal rüber zu dem 4. Teil, beziehungsweise man sieht hier so Seilzüge. Damit wurde das wahrscheinlich immer hoch und auch runtergelassen. Ja, das haben wir vorhin nicht gesehen, eben aufgrund dessen, dass da so viel Draht noch war. Ja, tolle Eindrücke, sehr schöne Sache hier. Gut, bis gleich. Moonlagerhaus 12:30. Aus unserer Sicht jetzt das 5.
Hier kann man nichts weiter beobachten, da kann man auch nicht reinschauen. Dann ziehen wir mal weiter unseres Weges. So, nochmal, ihr kennt den Ablauf. Hier sitzt hier bei der 1231 dann. Was man hier in dem Tarnschema ganz gut sehen kann, das ist dieses ganz feine Schwarz und dann dieses ockerbraun. Mich erinnert das sehr stark an das frühe Tarnschema der Amerikaner, was die auch für ihre Kfz in Europa benutzt haben, das MRDC. Merdec, glaube ich, spricht man das so aus, die Abkürzung. Ich tippe euch das noch unten rein, wofür die Abkürzung genau steht. Das ist ein sehr interessantes Tarnmuster, ist halt so oldschool. Und wenn man so einen Kalte Krieg amerikanisches Kfz hat, das man lackieren möchte, empfiehlt es sich, diese Tarnung zu verwenden. So, hier gucken wir noch mal eben rein, was wir hier noch haben. Das ist nämlich auch wieder auf. Wenn ich jetzt noch die Lampe ankriegen würde, hier sieht man auch noch mal auf dem Boden sehr schön diese Umlenkrollen, die da sind. Also ich mache da noch mal ein bisschen weniger Licht rein. Manchmal übertreibt man es auch. So, ich denke, so können wir das ganz gut sehen. Ja, und dann ist die ganze Anlage hier in diesem Fall oben. Das heißt, man hat die hier gesichert mit diesen Holzelementen, dass das nicht runterkommen kann. Ich weiß nicht, wie das sonst irgendwie arretiert war. Aber das ist natürlich richtig klasse hier, weil wir diese Wohnlagerhäuser eben von bis sehen. Ja, wir können alles so, die ganzen Stadien quasi erkennen, wie das dann mal ausgesehen hat. Also viel höher kannst du das ja auch nicht ziehen, weil dann ja auch wieder die Seitenneigung der Bunker kommt und natürlich die Drahtrollen auch ein entsprechendes Volumen haben. Also das wird schon nahezu fast oben gewesen sein. Viel mehr ist da nicht möglich. Aber tolle Eindrücke. Schön, dass wir das hier auch noch zu sehen bekommen. Ja, der Rest wieder, wie man das kennt, ne? Schmucklos, kahler Bau. Klasse. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Objekt. Ja, ich hatte gerade den Faden verloren, an wievielten Bunker wir letzten Endes sind oder Moonlagerhaus. Eins dazwischen habe ich euch jetzt nicht gefilmt, das war halt auch völlig uninteressant. Wir kommen hier jetzt in den Bereich rein. Hier sind die Teile einfach noch zugewachsener. Das heißt, ihr seht das hier auch schon, hier hat sich die Vegetation deutlich breiter gemacht als da oben. Oder da oben macht man sie vielleicht noch weg, hier unten wohl scheinbar nicht mehr. Und das zieht sich dann da vorne entsprechend weiter. Wir hatten hier rund um das Gelände 6 Wachtürme stehen. Diese Wachtürme sind nach unserer Erkenntnis nicht mehr da, aber wir haben da hinten auf jeden Fall noch, oder vermutlich, ich habe es noch nicht gesehen, aber der Frank vermutete das, dass wir da auf jeden Fall noch Fundamente haben, wo dieser Wachturm mal aufgesetzt war. Das werden wir uns gleich auf jeden Fall auch noch anschauen. Ja, und solange könnt ihr ja eben hier dranbleiben an der Geschichte, dann filme ich euch dieses Teil auch noch mal eben kurz ab. Ja, so sieht das hier aus. Gut, wir gehen da weiter runter und dann gucken wir mal, wenn nichts Weltbewegendes mehr passiert, zeige ich euch mal diese Fundamente der Wachtürme und ja, bestenfalls blende ich euch das auch noch ein auf einer Luftaufnahme, wo die standen. In diesem Bereich haben wir auf jeden Fall eine massive Strukturveränderung, das heißt, dieser Bereich hier wird nicht mehr beräumt. Und ja, dahinter ist eben das Moonlagerhaus. Da ist dann quasi auch nichts mehr zu erkennen. Und ja, dann geht das hier eben weiter runter. Ich glaube, der Weg, wenn ich das so unter meinen Sohlen spüre, ist das auch entsiegelt worden hier. Hier ist so eine Schotterschicht aufgebracht worden. Ja. Da vorne ist scheinbar noch ein Munitionslagerhaus. Ja, da sehen wir auf jeden Fall den Schornstein, hinten rechts, den Kamin. Ich sehe den auf jeden Fall, sagen wir mal so. Ja, und hier natürlich unverkennbar der Eingang. So, gut, jetzt schauen wir noch mal eben, wo diese Fundamente für den Wachturm sind. Bis gleich. Ja, hier vorne seht ihr dieses letzte Moonlagerhaus, was da in der Reihe steht. Und dann geht das hier so ein Stückchen runter. Und hier vorne haben wir diese 4 Fundamente. Und ja, also wenn hier kein Wachturm stand, dann weiß ich es nicht, was hier sonst gestanden haben soll. Ne? Hier haben wir auch noch Telefonanschlusskabel auf jeden Fall, die man das ganz offensichtlich erkennen kann. Und ja, natürlich, ein Telefon hatte man auf jeden Fall hier, um dann entsprechende Dinge zu melden. Zumal wir 6 Wachtürme hatten, da müsste ja auch eine Kommunikation irgendwo gegeben sein. Ja, wir haben hier noch irgendwas
irgendwas auf dem Boden. Ja, so sieht das hier eben aus. Ich gucke mal, ob ich das in der Karte markieren kann, wo wir hier sind. Es müsste aber eigentlich, sollte eigentlich kein Problem sein. Wir sind ja hier direkt neben dem letzten in der Reihe stehenden Moonlagerhaus. Und dann kann man diesen Wachturm oder diese Stelle eben auch genau zuordnen. Ja, vielleicht gibt Google Earth noch was her, wo man diese Wachtürme vielleicht auch noch sehen kann. Lassen wir uns da mal überraschen. Auf jeden Fall geht es hier auch steil nach unten. Das Gelände findet hier also sein Ende. Ja, wo jetzt genau der Zaun mal verlang lief, kann ich natürlich auch nicht sagen. Ja. Gut, wir gucken uns jetzt hier noch mal ein bisschen im Gelände um und dann nehme ich euch gleich wieder dazu. Bis gleich. Ja, ich hatte ja gerade den quasi letzten halbwegs zu erreichenden Bunker oder Moonlagerhaus abgefilmt. Jetzt sind wir hier in der entgegengesetzten Richtung und hier haben wir noch so ein bisschen mehr Struktur auf jeden Fall außen an dem Teil dran. Wir können ja mal eben hier nach links gehen. Hier ist also in irgendeiner Weise eine Alarmglocke angebracht. Hier haben wir entsprechende irgendwelche Schalteinheiten und da oben ist dieses Ding dran. Das war in den anderen Moonlagerhäusern so nicht mehr vorhanden. Das Teil, glaube ich, war da auch nicht. Naja, ich kann euch da nicht viel zu sagen. Das ist einfach nur, dass wir nochmal hier so ein paar Eindrücke haben, wie viel Technik man hier auch letzten Endes dann wieder hatte. Und hier hängt auch noch ein Kasten, in dem mal irgendwas drin war. Ja. Das sieht jetzt so aus, als wenn da auch mal ein Vogel drin genistet hätte. Der kann dann von da oben da reinfliegen. Auf jeden Fall interessante Idee, dann einen Nistplatz drin zu bauen. So, ja, hier hat irgendwer mal was gestemmt. Auf der anderen Seite auch. Okay, wollen wir uns damit nicht weiter aufhalten. Wir gehen jetzt da oben weiter in den Bereich. Ja, also zur Abwechslung haben wir doch hier nochmal eine komplett andere Struktur auf dem Gelände. Wir haben auch hier andere Tore. Hier sind also so Schiebetore, Rolltore und das Ganze ist auch ziemlich groß. Wir können in das Teil reingehen von der anderen Seite, da steht nämlich alles offen, das werden wir auch gleich machen. Ich wollte euch nur eben hier diesen Eindruck vermitteln und hier vorne diese kleine Tür, ja, die steht auch auf, bringt aber nichts da reinzugehen, weil wie gesagt, wir kommen von der anderen Seite da ebenfalls rein. Müssen wir uns jetzt nicht angucken. Irgendwo stand geschrieben, so sagte der Frank, hat jemand gesagt, dass hier auch Munitionswartungen oder keine Ahnung, allgemein technische Wartungen stattgefunden haben sollen. Auf einer anderen Karte war auf jeden Fall auch zu lesen, dass eine Wartungshalle oder Wartungseinrichtung in dem Bereich stand. Hier vorne, diese Ecke, wo ich euch diesen komischen Anschluss da gefilmt habe, mit dieser gelben Umrandung, wo die Stange da so rausguckte. Das muss ungefähr der Bereich gewesen sein, wo diese Gebäude gestanden haben. Ist eben nichts mehr von zu erkennen. So, dieses Teil hier ist wirklich ziemlich groß. Ja, also das hat nichts mit einem normalen Moonlagerhaus zu tun. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier, wie gerade schon gesagt, dass wir hier irgendwie eine Art der Wartung, einen Wartungsbereich hatten. Was wir hier auch wieder ganz deutlich sehen, oder hier am deutlichsten sogar sehen, das ist dieser Rahmen hier drumherum. Also da muss dann eigentlich so ein Z-Cage angebracht gewesen sein. Kann ich mir nicht anders vorstellen, denn wir haben da ja auch sehr viel andere Verwitterungsspuren. Das ist ja ihr seht das, von der Lackierung her auch irgendwie anders. Ja, so sieht das hier aus, ne? Wenn man da reingeht, okay, wenn ich jetzt sehe, die Länge ist natürlich nicht, das ist natürlich nichts Dolles hier, ne? Also viel hast du da nicht drin gehabt. Und hier war, seht ihr das? Da geht so ein Bogen her. Da hatte man also hier auch noch irgendwie eine Art Rolltor, nehme ich an, angebracht. Ja, also gut, das, was das jetzt mit der Wartung und so anbelangt, ich hatte jetzt gedacht, das wäre hier ein bisschen größer noch und wir hätten hier vielleicht eine Hallenstruktur, also eine Boxstruktur und nicht so eine. Diese Bauweise, die haben wir mit den geraden Wänden nach unten, haben wir glaube ich auch, ich komme nicht auf den Namen, in Kellinghusen, das meine ich. Hier auf jeden Fall schön zu erkennen, der Bereich, ich würde jetzt schon sagen, hier hatten wir auf jeden Fall so einen Z-Cage davor.
Das habe ich so eindringlich bei den anderen Bereichen auch nicht gesehen. So, jetzt wird das nochmal wieder anders hier. Also hier haben wir noch einen unterschiedlichen Eindruck. Also hier rechts hatten wir gerade gesehen, das ist dann eher das Modell Moonlagerhaus von innen. So, und das hier ist weitergebaut worden. Also im Endeffekt haben wir hier auch so einen Beginn quasi eines Moonlagerhauses. Und dann haben wir hier auch eine große Belüftungsanlage. Hier hatten wir noch ein Tor durch und hier wurde das dann nochmal wieder größer. Also das ist ja schon interessant. Guck mal, Workers 10, Transit 4. So, also 14 Personen insgesamt durften sich hier scheinbar aufhalten und wir hatten die Gefahrenklasse 1.1 hier in dem Teil. Also ganz interessante Struktur hier. Hier auch wieder diese Kellinghusen-Bauweise. Also es ist schon verrückt. Ja gut, wenn ich das so betrachte, macht es schon irgendwie Sinn, dass hier irgendwas gewartet werden konnte. Hier haben wir auch, guck mal hier, eine richtig lange Laufkatze haben wir hier unten drunter hängen. So, komm mal mit. Da liegt leider auch viel Gerümpel drin. So, ich hätte jetzt gedacht, dass das hier von innen noch ein bisschen simpler strukturiert ist, aber hier ist ja doch noch einiges zu sehen. Da haben wir das Teil, ne? Hier wieder dieses Rolltor und hier letzten Endes haben wir dann auch noch mal wieder so einen Vorraum, auch mit Rolltor abgesichert. Tja. Und das hier wäre der Eingang gewesen, den wir gerade gesehen haben. Ja, gut, dass wir da nicht hergegangen sind. Macht auch keinen Sinn. Gehen wir hier noch einmal durch. Hier ist auch wieder eine Belüftungsanlage oder eine Heizungsanlage. Also, tja, schon interessant und so erstmal auch einmalig. Also ich habe das noch nie gesehen, sowas hier. Ich hatte vorher noch gedacht, das ist hier ein bisschen, das haben sie vielleicht später gebaut, aber das sieht doch alles sehr alt aus. Hier haben wir noch irgendwelche Stangen da oben runterhängen. Ja, ich habe keine Ahnung. Und davon eine ganze Menge. Oder wie sagt man, ne? Hier haben wir noch was. Hier wird auch mal rumgekokelt. Hier haben wir irgendwas mit Safety steht da drauf. Vielleicht auch, das war irgendwie vielleicht war da auch so eine Art Infoboard. Und hier war vielleicht so ein kleiner Bürotrakt vielleicht auch. Hier wahrscheinlich Toiletten. Ja, also gut, Leute, da werde ich jetzt so nicht weiter schlau draus. Hier ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Aushang. Da steht irgendwas mit Temporary und Permanent. Also permanent und temporär. Kann mit irgendeiner Art von Belegung zu tun haben. Tja, nicht mehr zu erkennen für mich. Hier ist auf jeden Fall Authorized Smoking Area. Also hier durfte man qualmen. Junge, ey. Ja, so ist das hier. Hier ist noch ein nettes Motiv, sagt der Frank. Oh ja, da ist noch ein nettes Motiv. Hier haben wir noch ein Mammut-Schmetterling. Irgendwie sowas. Also interessant. Ja. Turn off when not in use. Ja, gut. Ah ja, Heating, da steht es auch dran. Duct Thermostat Heating. Eine Kanalthermostatheizung. Ja, schöne Sache. Hier haben wir auch noch mal irgendwas angebracht gehabt. Irgendwelche Fantasiebilder aus Mittelerde oder so. Vielleicht sieht man da hinten noch Mordor. Das kann auch alles sein. Ja, coole Sache. Gut, komm, wir gehen hier wieder raus. Bevor wir uns hier noch mehr Kleinigkeiten verlieren. Aber ich glaube, auch hier gibt es nichts mehr. Ich schaue euch wieder dazu, wenn wir draußen sind oder vielleicht doch sogar schon in der Housing Area sind. Ja, das ist jetzt hier der letzte Bunker oder das letzte Moonlagerhaus auf der ehemaligen SAS-Geschichte. Hier haben wir auch nochmal wieder eine andere Struktur, als wir die vorher hatten. Wir haben da oben irgendwie auch so einen Gasauslass oder Lufteinlass. Wir haben hier links so ein Durchbruch im Beton, so eine Art Fenster. Das hatten wir bei den anderen auch nicht.
Und ja, Lüfter hat man hier vorne auch. Das haben wir bei den anderen Dingern auch nicht gesehen. Jetzt gucken wir noch mal eben ganz kurz hier rein. Und warten Sie. Ja, Vorbereitung ist alles. So, und jetzt sieht man, dass man nichts sieht. Okay, das ist ein ganz kleines Teil. Wir haben also hier, würde ich jetzt bald sagen, ich kann nicht nach unten gucken, das ist zu hoch. Das muss die Kamera jetzt mal eben machen. Warte mal eben. Ich könnte mir also durchaus vorstellen, ne, ich sehe jetzt nichts. Da hinten ist noch irgendwie was, da kommt, ne, ist so ein Sockel scheinbar. Da kommt irgendwas hoch. Ob das hier mehr oder weniger so eine verbunkerte technische Anlage war, dass es hier irgendwie auch, dass hier ein Generator oder sowas stand, das kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, ich kann das hier vorne in diesem Bereich, den ich jetzt ausleuchte, den kann ich selber gar nicht sehen. So, ich denke aber, dass die Eindrücke hier ausreichend waren. Und wenn jetzt hier nichts Weltbewegendes mehr kommt, dann mache ich gleich eine Abmoderation und ja, dann schauen wir mal weiter. Also bis gleich. Ja, wir haben jetzt hier auf dem Gelände, was dieses SLS anbelangt, keine weiteren Erkenntnisse gewinnen können. Also ich hoffe, dass ich euch da noch was über Google Earth, über die Timeline irgendwie zeigen kann, dass wir vielleicht noch mal ein Foto auch kriegen von den Wachtürmen, wie das mal aussah. Ich habe da gerade schon mal so ein Schwarz-Weiß-Foto gesehen. Das hatte anscheinend, stand das auf Holzstelzen, haben die vielleicht dann auch irgendwann mal wieder umgebaut. Wird ja ständig mal was neu gemacht auch. Gut, damit beende ich an dieser Stelle hier das Video. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke gefallen. Ich sage auch vielen Dank an den Frank, dass er sich das Ganze hier schon mal im Vorfeld angeguckt hat und das hier so, ja, gut recherchiert hat und da ein bisschen was führen konnte. Den weiteren Teil, da mache ich einen zweiten Teil draus über die Housing Area. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen und wo wir das machen. Aber ihr werdet es irgendwie auch gewahr werden. Und ja, wenn euch das hier gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne ein Like da, ein Abo. Ihr könnt mich mit der Kanalmitgliedschaft unterstützen. Und wir sehen uns die Tage wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss, Frank. Ciao. Ja, ihr wisst das, ne? Unverhofft kommt oft. Ich gebe euch noch mal eben so eine kleine Zugabe hier zu dem SLS-Bereich. Den haben wir erst später gesehen. Doch noch was entdeckt. Hier allerdings stellt sich das Ganze anders dar. Das heißt, wir haben auf jeden Fall diese Eingänge vermauert. Das wird wahrscheinlich alles für Fledermausschutz sein, wegen der kleinen Aussparung da. Was wir hier auch nicht mehr haben, sind die Stahltore. Und was wir hier auch nicht sehen, das sind nämlich irgendwelche Anbringungen für die Käfige. Das heißt also, in diesem Bereich hier wurden auf jeden Fall keine Käfige nachgerüstet. Und ja, vielleicht lagen in diesem Bereich auch schon gar keine Nuklearsprengköpfe mehr, sondern andere Sachen. Aber das entzieht sich absolut meiner Kenntnis. Das haben wir gerade noch gefunden. Da oben steht noch so ein Teil. Und ja, damit denke ich, haben wir diesen SLS-Bereich wirklich ausreichend dokumentiert. Gut. Ich bin selbst ganz perplex. Alles da. Ich schalte das jetzt hier ab. Die letzten Worte habt ihr ja schon gehört. Bis die Tage. Ciao.